im ZDF. Na sowas. Mit der 75. Sendung verabschiedet sich Thomas Gottschalk vorerst von Ihnen. Aber keine Angst, er kommt ja wieder, wie Sie wissen. Viel Spaß und gute Unterhaltung nun beim Finale von Na sowas, eine Sendung, die wir in Stereoton austrahlen. So, jetzt. Guten Abend. Können wir machen? Hey, hey, hey. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Na sowas. Danke. Oh, das macht mich ja noch schwerer. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt traurig zu sein, weil es die letzte ist. Hauen wir erst mal rein. Und vielleicht sind Sie hinterher froh, wenn es vorbei ist. Wir haben heute eine Menge toller Gäste. Wir haben natürlich gedacht, beim letzten Mal müssen wir noch mal rauschen lassen. Wir haben zuerst einen Mann, der jetzt in aller Munde ist. Er ist der Bulle Deutschlands überhaupt. Es ist Götz-George und sein Film heißt Sabu. Was ist denn jetzt los? Oh Mann, was ist nun los? Da fährt er hin. Götz-George. Grüß dich. Ja, Götz, wir haben ja immer schon festgestellt, dass es ungeheuer schwierig ist, so einen Fernsehhelden auch zum Kinohelden zu machen. Euch ist es geglückt. Das liegt sicher an der Schimanski-Figur. Du hast auch schon tausendmal erzählt, was es mit dieser Figur auf sich hat. Trotzdem, das Ding ist ein großer Erfolg. Freut man sich da? Sagt man, das ist doch ein Teil von mir, der da gefeiert wird von den Leuten? Oder bleibt eine Filmfigur für einen Schauspieler immer abstrakt? Die bleibt abstrakt. Es ist schön, dass der Film gefeiert wird, weil es ein guter Film ist, glaube ich. Nur es gibt natürlich immer ein paar Leute, die daran sägen. Immer wenn ein Grad der Popularität erreicht ist, dann haben wir Deutschen so eine ganz eigentümliche Art, das abzusägen. Und wir sind eigentlich im Grunde genommen immer glücklich, wenn der Nachbar sein Auto kaputt fährt. Und das ist schade. Gerade wo wir jetzt versuchen, den deutschen Film so ein bisschen anzuheben, dass Deutsche wieder ins Kino gehen, verstehst du? Dann wird schon wieder da gesägt und das ist mit Häme bedacht und darüber ärgere ich mich natürlich. Und das ist schade und man versucht alles in einen Topf zu werfen, da wird Product Placement auf einmal angesprochen. Es gibt keinen Film ohne Product Placement in Deutschland. Also dass das Auto noch gefahren ist zum Beispiel? Das ist beispielsweise kein Product Placement. Da hat die Firma wirklich 5 Golfs kaufen müssen, aber der Spiegel meint, das ist Product Placement. Also auch wieder eine Sache, die mir nicht sehr gefällt und so ein Blatt eigentlich wir können es ja Unrecht. Hier. Du siehst schon wieder ganz anders aus. Ist das schon die neue Rolle, ja, ich habe gerade Theater gespielt. Ich bin gerade mit einem... Da kommt man sich natürlich ungeheuer wichtig vor, wenn man mit einem Learjet rübergeflogen wird, um hier zu erscheinen, deine letzte Sendung. Schade, wir haben gedacht, wir müssen die letzte Sendung doch einfach ein bisschen noch krönen. Weil wir schon in dieser Runde sind, einer fehlt ja noch. Ich meine, damit keine Frau mehr sagen kann, für mich ist nichts dabei, Sascha hin. Sascha, komm. Servus. Ihr kennt euch? Ja, wir kennen uns. Ja, Mensch. Sag mal, was ich gerade auch so gesagt habe, nervt es eigentlich, wenn man, das ist ein bisschen, wollen ja nicht so hektisch sein, nervt das ein bisschen, wenn man immer so in Verbindung, du ja auch mit Frauen gebracht wird, also er denkt an nichts anderes, als den Mädels zu gefallen. Ist das etwas, was einen mit der Zeit nervt?
Also mich persönlich nervt das nicht, wenn es die Leute befriedigt, also die das unbedingt haben wollen, dann ist das denen ihr Problem eigentlich. Man wird natürlich in ein Klischee hineingestoßen, dagegen kann man sich nicht wehren, da haben wir beide, glaube ich, das Problem. Wichtig ist, dass wir beide eine Aufgabe erfüllen, das Publikum zu unterhalten. Ja, es hat nur was Abwertendes immer. Ich meine, die Vokabel Macho und Chauvinist, sind Vokabeln frauenfeindlicher Art. Und da wehre ich mich einfach dagegen. Ich glaube, ich bin kein Chauvi oder ich bin kein Macho und das versuche ich auch immer zu beweisen. Und du willst auch nicht sagen, dass du ein Softie bist beispielsweise? Ich? Alles andere als das? Ja. Ich weiß, mit den Begriffen kann ich nichts anfangen. Aber es ist diese Klischees... Das ist sehr oberflächlich. Ne? Ja. Aber trotzdem, also passiert es euch schon mal, dass Frauen in eurer Gegenwart, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, einfach sagen, Mensch, du gehörst doch, ich meine, wenn überhaupt, was Pressemeldungen angeht, zumindest in unsere Clique. Also, einem Polizisten widerspricht man einfach nicht. Nein. Ich muss sagen, das ist schon wahr, dass aber dann natürlich immer so jeder in eine Linie festgelegt wird. Ich darf den ganzen Abend lustig sein, du musst dir den ganzen Abend die Brusthaare kraulen und weiß ja nicht, was du den ganzen Abend machen darfst. Aber sprechen wir nicht über den Abend, gehen wir in die Freizeit, ich gehe fischen. Gut, er ist ein Angler. Aber es gibt auch noch andere Geschichten und er hat gerade gesagt, dass das deutsche Kino wieder im Aufwind ist. Du hast ja zu einem großen Teil mit daran verdient, dass die deutsche Fernsehserie so ungeheuer erfolgreich ist. Wie ist denn das so international? Ich meine, so langsam müssten wir doch mal den Durchbruch schaffen. Du sollst nach Amerika gehen. Wie sieht es bei dir aus? Jetzt der deutsche Mann worldwide? Ich weiß nicht, ich spreche jetzt nicht für dich, aber ich glaube nicht, dass es wichtig ist, für einen internationalen Markt zu arbeiten, sondern wir haben hier einen eigenen Markt, wir haben unser eigenes Publikum und das gilt es in erster Linie mal zu befriedigen. Und dann kommt lange... Ja, aber gut, dann wird gesägt, da kommt man wirklich mal irgendwie in die Bredouille und sagt, man geht wirklich weg, weil man kriegt hier eigentlich nicht das Lob, was man eigentlich verdient hätte, denn es hat mit Arbeit was zu tun. Das, diese Leute, diese Pappnasen von der Presse, scheinen das immer noch nicht kapiert zu haben. Hau rein, jawohl, ich darf nicht. Jetzt, wenn wir schon mal so in eine traute Runde zusammensitzen... Wenn dir das hilft, weißt du, die Stärken eines Menschen, man muss es philosophisch sehen, ich glaube, das ist der einzige Punkt, die Stärken eines Menschen, die kann man erkennen, richtig sympathisch, glaube ich, findet man ihn aufgrund seiner Schwächen. Und ich glaube, es ist die Identifikation beim Publikum, die vorhanden ist und sagt, der hat auch Fehler. Was wäre denn, wenn wir nur noch heilig wären? Da hast du völlig recht. Also meine Fehler, wenn es um die Fehler geht, dann werden wir gleich mal gucken, pass auf, wir haben etwas vor, ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Wir stellen jetzt die Sonntagsfrage. Sie kennen doch den TED. Das Ergebnis kennen wir alle nicht. Stellen Sie sich vor, am nächsten Sonntag wäre Kanzlerwahl, ist ja nicht, sondern am nächsten Sonntag müssten Sie mit einem von uns, nur sagen wir mal, ausgehen. TED ist geschaltet, wir haben das einfach so mal gemacht. Rufen Sie bitte jetzt an. Sie haben also die Wahl, Sascha Hehn. Ich bin ganz neutral, mir ist wurscht. Götz George. Das ist erstaunlich, wie man in Bayern neutral sein kann. Das ist toll. Und dann vielleicht ich noch. Mutti, bitte jetzt anrufen. So. Und jetzt gucken wir mal, was da so passiert. Ich habe einen Monitor. Was ist jetzt los? Aha. Für wen haben Sie entschieden? Der TED ist da. Oh. Jetzt bräuchten wir... Ich bin verzweifelt. Ich gehöre den Grünen an, glaube ich, aber das ist gar nicht so schlecht. Aber du den Roten? Passiert irgendwas? Bleibt das ganze Ding hinter? Oh. Jetzt habe ich vergessen, wer Bus. Aha. Oh. Ja. Aha. Gut. Du musstest uns das antun. Wir lagen alle drei so gut. Und dann kam Schönheit, Geist und Dummheit in einer Person habt ihr gewählt. Ja. Da hat er lange gearbeitet. Ja, aber so gestreifte Hände sind auch wahnsinnig im Kommen. Also, schön, dass du da bist. Mit dir habe ich es nicht gerechnet. Ich dachte, da kommt wirklich jemand populärer, aber jetzt ist es unser Karl Dahl. Die Leute mögen ihn ja. Mit dir rechnet man auch bald nicht mehr, nicht? Eben. Erbschleiche. Er hat gedacht, hier gibt es eine Sendung zu vergeben, da komm ich mal gucken. Karl, so, also schön, dass du da bist. Wir trinken gleich noch einen Orangensaft, wie es sich für uns Männer gehört. Und sagen Heaven 17 an. Starke Gruppe, starker Titel. Trouble. Take
to help me set this time ablaze. I always thought there's no protection. You walk through the door, and I'll never want for more. Trouble, trouble, again and again. It's not so simple, and I never know when. Trouble, trouble, for me and for you. The trouble's double now. We're fighting for two. We'll take this place. We'll make it happen. We'll leave them behind. We'll leave them all to change their minds. The trouble is with this solution, one's not so strong, but with two of us we can't go wrong. I'm talking to you. It's getting hot in here, but what can I do? Again and again. It's not so simple, and I never know when. I'm talking to you. It's getting hot in here, but what can I do? Heaven 17, Trouble. Wir haben die ganze Nasovas-Zeit über uns auch immer mit den Randgebieten beschäftigt. Also mit Dingen, die so mit dem bloßen Verstand nicht mehr zu begreifen waren. Das, was ich gesagt habe, war ja manchmal mit bloßem Verstand auch nicht zu begreifen. Aber wir haben heute, glaube ich, die Krönung des Ganzen. Ich darf Ihnen einen Herrn vorstellen, dessen Namen sehr schwer auszusprechen ist. Er ist 13 Jahre alt. Velibor Rabljenkovic. Begleitet wird er von Herrn Kebir, das ist ein Professor der Parapsychologie, und von der Übersetzerin Anja Prinz. Velibor, bitteschön. Hallo, Velibor. Herr Professor, guten Abend. Servus. Anja, herzlich willkommen. So, Sie sind Parapsychologe, Sie übersetzen das alles freundlicherweise ins Jugoslawische. Und Sie haben ihn entdeckt. Vi ste ga otkrili. Ja. Hier geht es also nicht um irgendeine Varieté-Begabung, um irgendetwas Erlerntes, sondern um eine Gabe, die der Junge offensichtlich besitzt. Wie würden Sie die bezeichnen? Kako objasnite ovo šta on radi? Nije nešto što može se naučiti, nego to ima ili nema. To je jedan specijalni talent, on ima 600 čulo. Es ist eine spezielle Gabe und praktisch der 6. Sinn. Der 6. Sinn, nämlich, ist es Gedankenlesen, ist es, wie könnte man es übersetzen? Kako se to može prevesti? Oder Steigt Sehen doch. ohne Auge? Sehen ohne Augen, ja. Sehen ohne Augen. Gledati bez oči. Ja, ja. Das ist wohl das, was Velibor also kann. Er sieht ohne Auge. Ich darf dich jetzt vielleicht mal bitten, dich kurz hinzusetzen und möchte einen von unseren Zuschauern bitten, beliebig, darf ich Sie freundlicherweise diese Brille, die wir vorbereitet haben, kurz zu testen. Ich will Ihnen nicht die Frisur kaputt machen. Bloß gucken Sie durch, sehen Sie irgendetwas. Drücken Sie sie fest aufs Auge, er wird Sie also ganz, ja, wenn das nicht den Haaren schadet. Ach, Head and Shoulders. So, Vorsicht, alles klar. Kann nichts passieren. Sehen Sie etwas? Nein. Ist also sind Sie absolut sicher, auch nach oben und nach unten nicht durch? Stockdunkel für Sie? Ja. Gut. Geben Sie die Brille wieder zurück. Diese Brille setzen wir dem Velibor auf. Dankeschön. Das war sozusagen nur die notarielle Beglaubigung. Du setzt sie dir auf. So. Ich würde also jetzt auch mal ganz kurz den berühmten Test
Nee. Bei dieser Faust zuckt jeder. So. Bitteschön. Er wird sich jetzt konzentrieren. Er wird sich ein bisschen konzentrieren. Was passiert in ihm? Wir werden jetzt, ich darf es schon mal ankündigen, ihm eine Figur, eine Person zeigen, die er beschreibt, ohne sie zu sehen. Was tut er? Sieht er die Person vor seinem geistigen Auge? Da li on to vidi taj osoba pred sobom ili šta događa se u sebi? Oder sieht er durch die Brille durch? Ili gleda kroz naočale? Ne. Nein, durch die Brille nicht. On vidi jedan drugi lik, jednu drugu dimenziju. Er sieht praktisch eine andere Dimension. Aha. Gut, dann bin ich gespannt, was er in dieser Dimension sieht. Ich darf Sie bitten, damit auch nicht der Eindruck entsteht, dass Sie helfen oder einsagen oder was auch immer, sich zurückzuziehen ins Publikum. Ja. Und Sie darf ich bitten, sich ebenfalls eine Brille aufzusetzen. Wir haben genug Zuschauer, die Jugoslawisch können, die natürlich merken würden, wenn sie ihm jetzt nun etwas in den Mund legt. Und ich gehe ins Publikum und suche mir einen Herrn oder eine Dame, die vielleicht nicht so einfach zu beschreiben ist. Darf ich zu Ihnen greifen? Würden Sie bereit sein? Alles klar. So, dann darf ich diesen Herrn bitten, sich jetzt, ohne dass Sie also laut geben, kennt Sie haben den Jungen nie gesehen, ist klar. So. Crne cipele, Schwarze Schuhe, Ja, bijele čarape, weiße Socken, ja, so ähnlich. crne hlače schwarze Hose, i bijeli pulover. einen weißen Pullover. I ima brkove. Und er hat einen Schnurrbart. Ja. Herzlichen Dank. Ich glaube, Sie erkennen ihn wieder. Ich darf das Experiment jetzt wiederholen. In einer ähnlichen Form. Hat irgendjemand von Ihnen einen Gegenstand dabei, der also nicht jetzt gerade was ganz einfaches, Schlüsselbund oder so, das würde zu einfach sein. Ja, das ist nicht schlecht. Oder das ist vielleicht auch wieder Reklame. Man muss ja so aufpassen heutzutage. Das ist, ja, das ist auch, glaube ich, das war nicht schlecht, was Sie da hatten, ja. Das ist so ein, ich sag's nicht, damit das nicht hört. Das ist, glaube ich, neutral. Und das würde ich jetzt hier vor ihn hinlegen. Und so, achso, ich zeige es Ihnen noch mal zu Hause. Ist das okay so? To je knjiga Das ist ein Buch sa slikom mit einem Bild, dečaka. mit einem Jungen. Ja, das ist richtig. Ich würde sagen, wir machen noch einen letzten Versuch, nämlich indem ich Sie bitte, ein Wort zu schreiben. Darf ich Sie vielleicht mal freundlicherweise hier? So, ein einfaches, also nicht zu schwierig. Es darf kein M und kein N drin vorkommen, komischerweise. Die kann er nicht lesen, die beiden Buchstaben. Das könnt ihr ja noch üben. So, ich schreibe es. Sagen Sie, kennen Sie ein Wort? Ja? Oh, Sie kennen Worte. So, also... Sie hat sich für dieses Wort entschieden, das ich jetzt nicht sage. Richtig geschrieben, ja? Ja, ich glaube. Gut, okay. Dieses Wort, das werde ich jetzt, Dankeschön, dem Bellybor auch so hinhalten, dass er es sieht, aber eben doch nicht sieht, weil er durch die Brille garantiert nichts sehen kann. Ich gebe sie ihm in die Hand. So. Može. H, H. hose. 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 Bravo. Also, Bellybor, du kannst die Brille wieder abnehmen. Du kannst die Brille wieder abnehmen. Und ich gucke noch mal durch. Also es ist wirklich, Sie können es mir glauben, wir machen hier auch keine Taschenspielertricks. Es ist stockdunkel in dieser Brille. Es kommt von oben, man sieht so ein bisschen die Scheinwerfer durchschimmern, aber es ist also völlig ausgeschlossen, dass da irgendjemand was durchsehen kann. Also für mich ist es nun tatsächlich ein Rätsel. Wir können es nicht lösen. Bellybor weiß er was wir nicht wissen? Oh, vieles. Ja, befürchte ich auch, ja. Gut. Er kann auch hinter dem Rücken lesen. Ich weiß, aber wir haben einfach keine Zeit mehr. Er kann noch vieles, aber es ist, glaube ich, so imposant, was er gemacht hat, dass er eigentlich hinter dem Rücken braucht gar nicht mehr. Er ist aber ein normaler Mensch, der gerne Fußball spielt und beschäftigt sich nicht den ganzen Tag Fußball nicht. Er spielt gerne mit schwarzen Katzen. mit schwarzen Katzen. Oh, vielleicht hat das was zu bedeuten. Jetzt gucken wir uns
einen Künstler an, über den wir eigentlich sehr stolz sind. Er sagt sich immer wieder ganz gerne an und kommt da nie. Zu uns ist er gekommen. Kennt ihr ihn? Kennst du Adriano Celentano? Ja? Adriano Celentano. Ja, er ist also nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa ein Superstar, natürlich auch in Jugoslawien. Hier ist er, Adriano Celentano mit einem Medley. In un grattacielo più alto che mai, e poi per istinto o quello che fu mi misi in fila per salire lassù e l'ascensore partì ed ero con gli altri tra i bimbi di un colore che è diverso dal mio, ognuno una speranza dentro sé, chissà là in cima il sole che c'è. Arrivai al primo piano, non lo so come fu, mi accorsi che invidiavano la mia gioventù. Nell'ascensore entrò un uomo e sparò e i miei primi sogni lui già me li rubò. Ragazzi, andiamo su, saliamo perché in cima al grattacielo tutto meglio è. Il mondo ci appartiene, siamo figli suoi, qui non c'ha posto chi ride di noi. Ed un bel giorno vidi entrar lei, di quel suo sorriso io mi innamorai. Salire fino in cima con me vorrà, legati insieme con due anelli e un destino a metà. E ancora oggi io continuo a star su, i piani che ho salito non li conto più, sono stati belli o brutti, lo rifarei, il viaggio organizzato per noi. Chiamami, ripetimi, nel cuore sento come un presentimento. Stringimi, ti prego, perdonami, questo momento non lo devi scordare. Che donna sei, cosa vuoi, cosa cerchi tu da me? Dove andrai senza me? Cosa farai? Che donna sei? Non ridi mai. Piacerà stare con me. Amore vuol dire gelosia. Nessuno lo sa più di me. La notte non dormo pensando a lei, di giorno son triste che piangerei. Se amore vuol dire gelosia, per chi si innamora di te, rimani con me, su non dire di no, ma perché fai così, non dici sì. Devi scordare che donna sei, cosa vuoi, cosa cerchi tu da me. Dove andrai senza me, cosa farai?
Adriano Celentano, das war der erste Durchgang. Wenn wir ihn schon mal da haben, wollen wir ihn natürlich genießen. Er wird nachher noch ein zweites Mal kommen. Aber jetzt haben wir erstmal unsere gute Interviewstube eingerichtet. Wir tun das ab und zu, wenn es gilt, ganz besondere Gäste zu feiern. Ich freue mich heute über eine Dame. Sie gehört zu den ersten Damen des Staates. Und ich freue mich, dass sie bei mir sozusagen als Patronin für die letzte Sendung fasst. Die Frau unseres Bundeskanzlers, Frau Hannelore Kohl. So, Frau Kohl, ich habe den Eindruck, wir haben uns ja vorher kurz gesehen, man kann mit Ihnen reden wie mit einem normalen Menschen. Ach ja, doch, ja. Tun das die meisten oder haben Sie ein bisschen Probleme damit, dass alle so die Hacken zusammenhauen und sagen, oh, das ist die Frau vom Bundeskanzler? Nee, die beißen auch nicht an Nägeln. Nee? Nee. Also begegnet die meisten ganz Bürger normal, unseres Landes Ihnen ganz normal. Ja. Das tue ich hiermit auch. Ja. Der Butler ist aber kein Champagner, wir haben uns geeinigt auf ein bisschen gemogelt. Das ist Apfelsaft, aber sieht gut aus. Frau Kohl, ich habe den Eindruck, wenn ich mit Verlaub sagen darf, Sie sind viel schicker geworden in letzter Zeit. Danke. Am Anfang habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, dachte ich, Mensch, die sieht doch nicht schlecht aus und immer so ein bisschen so mehr. Aber jetzt, richtig, jetzt haben Sie mehr Spaß an Mode bekommen oder habe ich mich am Anfang getäuscht? Ja, Sie sind ja auch viel schöner geworden inzwischen. Ja? Gut, alles genug für Sie, bitteschön. Gut. Sind Sie gerne hübsch oder sagen Sie, ach, ich bin in einer, ich will mal sagen, Amtsfunktion, gar nicht so wichtig, ich stehe in der zweiten Reihe, Hauptsache die Jungs kommen gut raus? Also, oder genießen Sie schon, wenn Sie sich ein bisschen schick machen können, Schmuck und so? Naja, das muss man tun, die Konkurrenz wird jeden Tag stärker. Aha. Darf ich mir Verlaub an dem Kleid rumlässt, das Mikrofon hängt so runter? Ja, das ist überhaupt kaputt gegangen so, vorhin. alles klar, Wunderbar. Hier liegt es. So, es hier. Oh, das macht nichts, eine Live-Sendung. Okay, ich wollte Sie nur mal anfassen. Ich komme Ihnen nachher noch näher. Oh. Ist er denn eifersüchtig? Also wenn Ihr Mann zum Beispiel sowas sieht, gibt ja oft mal so, wenn also Gorbatschow ein bisschen so mit den Augen kneift, kann sowas passieren? Wäre Ihr Mann eifersüchtig oder ist auf dieser Ebene keine, einfach so das Zwischenmenschliche nicht problematisch? Ja, bei Ihnen sicher. Bei mir sicher? Ja, ja. Ah, ja, ne, ganz sicher, alles passiert. Ich reiß mich zusammen. Nee, aber wie ist denn das, wenn man es auf wirklich politischer Ebene, wenn da so ein bisschen getanzt wird, ist das noch menschlich lustig oder ist das dann tatsächlich nur noch Protokoll, nur noch verneigen, nur noch nett und freundlich sein oder lacht man auch mal richtig? Also aber sicher, ja? Da geht's deftig zu mitunter. Ja? Wir würden Ihre Freude haben. Dann nehmen Sie mich mal mit. Ja, klar. Ja, im Weißen Haus. Können Sie so jemand wie mich da mitnehmen? Ich meine, oder muss man einfach sagen, gut, es gibt ein gewisses Protokoll, die Leute müssen sich so und so benehmen. Können Sie sich immer so benehmen, wie Sie gerne möchten, oder müssen Sie oft sich ein bisschen zurückreißen? Naja, also ehrlich gesagt, es hat alles seinen Ort. Ja. Und wenn ich mich bemühe, dann mache ich es richtig oder ich mache es falsch, aber das merken die anderen. Und wenn ich so mache, wie ich bin, und ich glaube, das ist richtig, und dann wird's. Man soll sich nicht verstellen. Nee, und das tun Sie auch nicht, was ich gut finde. Haben Sie den Eindruck, dass Sie ein bisschen so von der Nation missverstanden werden, oder ist Ihnen das wurscht, oder haben Sie den Eindruck nicht? Also manche sagen ja, das ist eine nette Frau, aber so die Frau von unserem Freund Ronald Reagan, die soll sich ja mehr einmischen, liest man also. Ja, dass die doch ein bisschen also immer ich sagt... finde, ich sollte das tun. Ich frage eben, machen Sie das, oder finden Sie es... Nee. Das tun die, die gewählt sind. Ja. Ja, die machen das. Sie sagen nicht mal beim Frühstück, du, ich würde mal sagen, also hier in der Richtung gehen wir ein bisschen mehr Gas oder so. Also politische Tipps nur als Bürger dann, also als normale Frau. Als reiner Bürger. Ja. Ich sag denn, der Gottschalk ist klasse, ne? Ehrlich? Ja, jeden Morgen. Jeden Morgen. Und Ministerposten oder so? Naja, übermorgen. Ja, noch nicht. Ja. Haben Sie Ihren Verteidigungsminister, hat ja bei uns Buletten gemacht. Der war toll. War gut, ne? Ja. Man kann ja nicht sagen, wetten, dass Sie noch mal Minister werden. Das wäre zu früh. Wäre zu früh. Ich glaube, also das ist meine Spätkarriere, glaube ich, steige ich dann um. Ist Politik, weil man sagt immer, Politik wäre unehrlich und die Jungs, die erzählen zu Hause alles was anderes, als sie im Dienst erzählen. Sie kennen ja viele Politiker nun privat. Sind die wirklich, haben Sie den Eindruck, die meinen es wirklich ehrlich und die sagen das, was sie denken? So ist es. Ja? Ja. Gut. Weil ich glaube eben, dass man eigentlich, in Amerika versucht man so ein bisschen den privaten Bereich mit reinzunehmen, was man bei uns nicht tut, was ganz gut sein mag. Aber trotzdem wirken unsere Politiker nicht deswegen gerade so ein bisschen distanziert, weil man sie eben so als Amtspersonen präsentiert. Es wäre doch toll, wenn man sich mal so locker unterhalten könnte, wie Sie zum Beispiel jetzt mit mir reden. Ja, Sie reden ja die ganze Zeit. Ne? Ach so. Gut, aber jetzt kommt... Jetzt bin ich still. Jetzt bin ich still. Jetzt haben Sie Redezeit. Ja. Haben Sie zu Hause, reden Sie mehr als der Herr Gemahl oder nicht? Auch in der kurzen Spanne würde ich sagen, ist es ausgeglichener bei uns. Hört dazu. Ja. Ich mache Ihnen jetzt eine kleine Freude. Wir wissen, dass Sie sich für ZNS engagieren. Wir sollten dazu 2 Sätze sagen. Danke. Nachdem Sie also, wie gesagt, ja durchaus diese heitere gesellschaftliche Seite haben, haben Sie auch die ernste. Sie wissen, dass es viele Verpflichtungen für Sie gibt. Eine davon ist ZNS. Vielleicht 2 Sätze dazu.
Und dann mache ich hier mein Angebot, mein Sonderangebot. Ja, toll. Ja. Ja, das ist, was Sie gerade in der Hand haben, ist ein Kochbuch, das habe ich rausgegeben, was Journalisten anrichten. Der Nachname und das Wort anrichten und Journalisten an sich ist natürlich schon ein Gag. 10 Mark von jedem Buch, das kostet nur 24,80 Mark, kommen dem Kuratorium ZNS zugute. Und wir haben uns in 1983 gegründet. Ich mache die Sache schon seit 1971, um Menschen zu helfen, die aus schweren Unfällen mit Schädelhirnverletzungen weiterleben müssen. Das heißt zum Teil natürlich auch sehr schwere Lasten zu tragen haben. Ja. Und da darf ich eine statistische Zahl sagen. Täglich kommen 50 Personen in Deutschland allein dazu, die nach Unfällen mit schweren Schädelhirnverletzungen weiterleben. Und genau für diese Personen schaffen wir viele Geräte an, das heißt diagnostische und therapeutische Geräte, und haben schon 2,4 Millionen aus Spendengeldern zusammengekriegt, die wir dorthin gegeben haben, wo es unsere Ärzte, die im Kuratorium sind, für richtig halten. Jetzt steuern wir die 3. Million an. Sie wissen, wenn ich Platten vorzeige, mache ich das immer so etwas so lustlos und so. Damit ist jetzt Schluss. Ja. Diese Platte liegt mir wirklich am Herzen, Freunde. Jetzt geht's ran. Das ist nämlich eine Sowas-Platte und da ist wirklich gute Musik drauf. Ich sage das nicht nur so dahin. Da ist Robin Neville drauf, C'est la vie, da ist Samantha Fox drauf, deswegen geht die Platte kaum zu. Doppel-LP. Subtones, Raining in Paradise, David Knopfler, also tolle Leute, Titelmusik von der Sowas auch. Wenn Sie die kaufen, haben Sie starke Musik im Haus, Doppel-LP und Sie unterstützen auch ZNS. Und blamieren Sie mich nicht vor. Wie stehe ich denn da, wenn das Ding nicht verkauft wird? Dieses Mal meine ich es ernst. Bitte kaufen Sie die Platte Montag. Wenn nicht, dann spätestens Dienstag. Das ist ein Auftrag. Aber Sie tun was Gutes und Sie würden also uns einen Gefallen tun. So. Ich danke auch ganz herzlich. Doch, darf ich das jetzt mal wirklich sagen? Ja. Dass Sie das so toll machen, dass Sie sich einsetzen für Menschen, die unverschuldet in Not kommen. Jetzt habe ich was mitgebracht, so rein zufällig. Ich muss halt das Mikrofon noch zusätzlich in der Hand halten, nicht? Oh. Das dürfen Sie halten. Ja, das ist und zwar ist das eine Überraschung, auch mal für den Thomas. Wenn ich das so aus Ihrer sagen Hand darf. Ritterkreuz? Ja. Nein. Das ist also ein dreisprachiges Geschenk. Das heißt, das ist ein Herzen-Fan-Collier. Und das sind die Herzen, die dem Thomas in 74 deutschen Na-Sowas-Sendungen zugeflogen sind. Das ist aber nett. Mensch, da freue ich mich. Ich bedanke mich sehr herzlich. Frau Kohl. Es ist schön, dass Sie das... Nicht gewusst, ne? Wir haben überhaupt nicht gewusst. Haben die dich gehalten hier? Ich habe überhaupt keine Ahnung gehabt. Das hat nur einer gewusst, der hat dich gehalten. Dich gehalten. Jetzt guck mal, die wollen mich immer in grauen Flanell sehen und so weiter. Ich meine, ist doch hübsch aus, wenn das ein bisschen... Ich finde das schick. Ja, kann ich das noch anziehen? Unbedingt. Also ich würde dazu raten. Ja? Absolut. Sieht doch toll aus, oder? Ja. Das ist immer... Wir zwei hier. Wir zwei. Wir zwei. Ne? Zweimal blond. Ja. Jetzt, wo Sie poppig werden, soll ich dann seriös werden. Jetzt wollen die mich... Oh, nee. Nee? Okay. Bleiben Sie so, bleiben Sie unterhalten. Auftrag. Genau so. Befehl von oben. Bleiben Sie, wie Sie sind. Bedanke mich. Weisung. Weisung entgegengenommen. Herzlichen Dank. Frau Kohl, schön, dass Sie da waren. Ja. Waren wir schon im Bahnhof? Gefällt Ihnen der? Macht gut mit, ne? Toll. Okay, jetzt ein Lied widmen wir Ihnen. Veronica Belay, Adriano Celentano. Dankeschön, auf Wiedersehen. Veronica, verrai, leggera come quando te ne vai. C'è un'elica in te che ti riporta qui da me. Veronica, verrai a coltivare canapa Shanghai, se te lo chiederò. Veronica verrai, lo so. Veronica, Veronica, Veronica verrai e lascerai quell'uomo il suo museo, più povera che mai, vestita solo di un pareo. Veronica, vedrai, non ci ameremo più part-time, se te lo chiederò. Veronica, verrai, lo so.
presenza alla mia porta busserai ed in mia assenza tu mi aspetterai. Osservatrice come sei, spiata un po' ti sentirai dal mio ritratto sul comò ed è da lì che io ti apparirò. Lo so che tu lo sai, tu sai che io lo so che tu lo sai e tu lo sai che io lo so. Veronica, non di no. Che tu lo sai, il cuore tira più di 100 poi, adesso te ne vai, ma quando ti vorrò verrai. Tu sei la complice ideale che durante il temporale viene a rifugiarsi qui nel mio capanno degli attrezzi. Più solare, più disposta a camminare per la strada e sul metro, davanti a tutti io ti abbraccerò. Lo so che tu lo sai che io lo so che tu lo sai e tu lo sai che io lo so. Veronica, non dir di no. Lo so che tu lo sai che io lo so. Lo sai che io lo so. Veronica, non dir, Veronica, non dir, Veronica, non dir di no. Adriano Celentano und Lorella Cuccarini. Hallo, Adriano. Hallo. Lorella. Oh, bella. Ich finde es toll, dass er hier ist. Es ist nämlich gar nicht einfach, ihn zu bekommen. Adriano, wir mussten lange, lange flehen, bis er nach Deutschland gekommen ist. Warum macht er sich so rar? Perché sei diventato così raro? Perché sei diventato così raro? Alemania. Raro. Ja. Ah sì, perché io sapevo che questa era l'ultima trasmissione. Er wartete darauf, dass dieses die letzte Sendung ist. Sì, e poi io so che la trasmissione, l'ultima, è sempre la più importante. Die letzte ist immer die wichtigste. Völlig richtig. Sì. Adriano Celentano, Rovella. Voglio dirti che questa volta poi sono stato anche fortunato perché è venuta con me Lorella Cuccarini, che è una star in Italia. Das denke ich mir. Sì, tutti. Verstehe ich alles. Verstehe. Alle Männer, tutti gli italiani? Ja. Tutti innamorati delle sue gambe. Kein Problem. Jetzt sind auch alle deutschen Männer. Sì, Und auch alle deutschen Männer. Tedeschi. Tu, ascolta, lui cos'è? È tedesco? Baci. Du bist Deutsch? Ich bin Deutsch, ja. Ah, sei tedesco tu? So, ich bin Tedesco, freilich. Ah, bello. Und sie ist Italiener. Denkt man gar nicht. Also Norditalien, oder? Norditalien? Bozen? 10 Flotten. Oh, ciao. Ascolta una cosa, domanda se si ferma qua. Bleibst du hier? Ich bleib hier, es sei denn, Sie nimmt mich mit. Also, mir ist wurscht. Noi andiamo a casa. Okay. Ciao, Ella. Ciao, Ella. Tschüss. Wir wollen uns ein großes Finale. So ein bisschen müssen wir uns jetzt mit Pauken und Trompeten verabschieden von Ihnen. Na, sowas hat 5 Jahre gedauert. Man denkt es gar nicht. 5 Jahre lang haben wir na sowas gemacht. 75 Sendungen. Und wir haben, Johann, ich bedanke mich für das Öffnen des Vorhanges. Wir haben eine Torte vorbereitet, eine ziemlich große Torte. Voilà, öffnen bitte. Ach, ist das nicht herrlich? Bitte die Torte anschneiden zu unserem großen Na sowas Finale. Sie erinnern sich,
dass wir Große und Kleine in der Sendung hatten, Erwachsene und Kinder. Und die Kinder sind aber ganz besonders gut angekommen. Deswegen wollen wir mit den Kindern anfangen. Sie kommen aus der Münchner Suzuki-Schule. Hier sind die Kinder mit ihren Geigen. Erinnern Sie sich an das Ständchen in Asowas? Hier ein neues. Oh, und noch einer. Ah, herzlich. Goldig, hä? Die da rauskamen aus der Torte. Die Drehtortenbabys. So, alles, pass auf. Ho, ho, ho. Und ihr seht das Fräulein mit dem Klavier, ja? Und... Dankeschön. Ah, so ein Kind hat sich meine Mutter immer gewünscht. Sie erinnern sich an unseren Fips Brumbach? Er ist knapp 80 und steppte in Asowas und er steppt immer noch. Fips Brumbach, der steppende Opa. Oh. Er sieht bei jedem Auftritt besser aus. Und er kann es noch. Gefährlich in den Knien weder kann. Ja, hey, ja. Die Frauen fürchten sie und knapp 80, der Mann. Ja? Doch Schleiferschmiedchen schleicht sich immer wieder an. Ole, Fips Brumbach, Dankeschön. Wir kommen in die große Tierwelt. Erinnern Sie sich an unseren Beo, an meinen Freund Willi Girsching? Da ist er noch mal. Vielleicht sagt er ja was freundlicherweise zum Abschied. Ich bin der Willi Girsching. Er hat mich eine ganze Sendung nicht zu Wort kommen lassen. Zum Abschied noch einmal Willi Girsching. Man kann aber so ein Ding... Grüß dich. Das war anständig. Grüß dich, hat er gesagt. Und wir haben natürlich schon etwas, ich befürchte, ich überziehe, wenn er jetzt noch eine Viertelstunde nicht sagt. Willi. Willi, sag Wiedersehen. Jawohl, er ist der Willi Girsching. Danke, es war einmalig. Tschüss, unser Willi Girsching. Dann hatten wir sprechende Vögel, ja die Menge. Erinnern Sie an den sprechenden Hund? Erst einer, der nicht Mama sagte und dann jener Hund. Dieser herrliche Collie und er hat es gesagt. Bitteschön. Wie heißt er schnell wieder? Bobby. Bobby. Sag noch einmal Mama. Bobby. Bitte. Es ist mein Lieblingshund Bobby. Gruß zu Hause. Ein gutes Tier. So. Wollt ihr auch darüber gehen? Ich muss auf meinen Zettel gucken, denn schließlich ist das ja ein Finale, dass man so in der, oh ja, das hätte ich mir merken können, unsere Körperkünstler. Erinnern Sie sich, was wir alles gemacht haben, was wir alles verdreht haben? Wir haben sie heute noch mal. Die Handverdreher, die Faust in den Mundstecker und die Armverschränker. Bitte schön, ihr drei. Herzlich willkommen. Sie war das mit der Hand. Also ganz Deutschland hat es versucht, ein paar hat es nicht gut getan. Sie kann es immer noch. Mach's noch einmal langsam vor. Hand auflegen und einfach nach hinten drehen. Einmal rum. Nichts einfacher als das. Und wieder zurück. Boing. Dankeschön. Tschüss. Er hat die Faust in den Mund gesteckt. Er kann es immer noch. Ich meine, er kann es jetzt besser, weil der Mund wird jedes Mal größer. Wollen wir es noch einmal sehen? Na. Ohne viel Federlesens. Rein damit. Und die Mandeln gesäubert. Dankeschön. Gebt ihr die andere Hand da aus. So. Er war beim letzten Mal da, an ihn erinnern Sie sich noch gut, aber man kann es immer wieder sehen. Noch einmal bitte zum Hause mitmachen, ja? Ich ziehe mich zurück, ich übe auch. Hände nach oben, links am Kopf vorbei, rechts wieder rum, den anderen Arm entgegengesetzt, Hände falten und ins Fäustchen lachen. So, Dankeschön. Weiter, er macht es gleich jetzt mit den Füßen, das macht er dann, wenn wir irgendwann mal sowas wieder machen, in ein paar Jahren. So, jetzt denke ich an mein Fettnäpfchen. Die Orgaz, live. Herzlich willkommen. So, der Frau herzlich willkommen. Sie hat den langen Rock angezogen zur Sicherheit. Sie sind mir nicht mehr böse, gell? Nein, ist alles verziehen. Alles verziehen, meine Blümchen.
Bitteschön. So, und er war auch nicht böse, oder? Nein. Nein, es ist wirklich. Also, kommt nicht mehr vor, ich mache auch keine Sendung mehr. Also, herzlichen Dank. So, und nochmal, Dankeschön und alles vergeben, ja? Gut, ach, wir Oberschlesier. So, vielleicht da drüben, herzlichen Dank. Sie sind immer noch am Auftreten und wenn Sie irgendwo mal sehen, gucken Sie sich's an, es ist toll, was die auf die Beine bringen. Wir können es Ihnen jetzt nicht ganz zeigen. So, jetzt haben wir auch eine Erinnerung an eine Sendung. Da hatten wir Doppelgänger aus Dynasty und wir hatten Doppelgänger aus allen möglichen berühmten Fernsehserien und wir hatten auch einen Mick Jagger. Claude Brecht aus der Schweiz. Mick Jagger, here we go with the Satisfaction. Yeah, Mick Jagger. Und dann hatten wir zwischendurch ja ganz haarige Angelegenheiten in der sowas. Erinnern Sie sich an die vielen, vielen Mädels, die wir zusammengeflochten haben, den längsten Zopf der Welt, die hängen da immer noch. Oder erinnern Sie sich an die Dame mit dem Hut aus Haaren? Hier ist sie, die Joni. Bitteschön. So nie werden Sie sagen, aber vielleicht so doch, wenn Sie solche Haare haben. Die können Sie also beliebig zum Zylinder zusammenbauen. Gebaut hat das Ganze Marcel. Guten Abend. Und wieder frisch rasiert. Herzlich willkommen bei einer sowas. Erinnern Sie sich an Mode. Wir haben zum Beispiel als Erste den Mann im Rock vorgeführt. Er war das, der das kreiert hat, Werner Molter. Grüß dich, Werner. Ach, der Mann hat Beine. Herzlich willkommen. Und eine Drehung im Rock, einmal rum. Wunderbar. Ach, mit meinen Beinen dieser Rock. Was soll's? Wir haben zum Beispiel ganz gefährliche Sachen gemacht. Erinnern Sie sich an die Gruppe Zickzack mit ihrer Mörderschlange? Oh, gefährlich. Diese Schlange lag um meinen Hals. Erinnern Sie sich noch? Das war das, wo Sie so Angst um mich hatten. Die Gruppe Zickzack, todesmutig und wunderschön anzusehen. Und da schlängelt sie sich hin. Ach, ich darf es gar nicht sehen, dass mir bloß nichts passiert. Etwas ganz anderes. Sie waren ebenfalls mutig und schön anzusehen und sie kamen als große Gruppe. Sie kamen aus Nürnberg und ihr Ruf ging durch na sowas in die ganze Welt. Unsere Menschenträger, eine Gruppe mutiger, schöner Männer, aufgetürmt zu einem wilden Haufen. Obendrauf der Hund und jetzt steigen sie ineinander. Sie haben inzwischen viel dazugelernt. Jetzt machen sie es wie er springt ein, hopp und nicht zusammengebrochen. Jetzt der junge Mann ganz oben als Krönung. Und jetzt der Aufstieg von hinten. Zack, ohne Sauerstoff.